Heute zeige ich euch, wie ihr dieses coole Top mit Smog-Technik und offenem Rücken nähen könnt. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und ich zeige euch heute, wie ihr das GG-Top, ein gesmocktes Top mit offenem Rücken, nähen könnt. Es ist super einfach, aber macht wahnsinnig viel her. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsteile in unserer Schnittmusterkollektion. Für das GG-Top braucht ihr keine Erfahrung im Nähen. Es sieht zwar nicht so aus, aber das, was ihr macht, um die Oberfläche zu gestalten, das sind lediglich ein paar Knoten. Ihr müsst nur wissen, wie es geht und das zeige ich euch ja hier. Anschließend folgen dann noch ein paar Nähte an der Nähmaschine, aber auch wirklich nicht viele und auch hauptsächlich gerade Nähte. Guckt euch dazu einfach unser Grundlagentutorial an, da erfahrt ihr alle Basics an der Nähmaschine, wenn ihr noch nie zuvor genäht habt, und dann kann es direkt hier weitergehen. Und ich sag euch, ihr werdet bestimmt häufig auf das Top angesprochen, denn es ist einfach ein absolutes Unikat, was ihr da zaubert, und das bekommt man nirgendwo sonst so als unter eurer Nähmaschine her. Das Schnittmuster könnt ihr euch direkt herunterladen als PDF, zu Hause ausdrucken und dann zusammenkleben. Dann kann es direkt losgehen. Ihr benötigt eine Baumwollpopeline und wenn ihr den richtigen Stoff nutzen möchtet, den wir hier zum Beispiel auch haben, dann bestellt einfach das DIY-Set, denn da bekommt ihr alles, was ihr braucht, euch zugeschickt zu euch nach Hause, in der richtigen Menge und in guter, nachhaltiger Qualität. Ja, und dann kann es nämlich direkt losgehen. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch auch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt, und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten Kollektion mehr verpassen. Also ganz, ganz, ganz viel Spaß beim GG-Top! Als erstes brauchen wir das große Rechteck, das ihr zuschneiden müsst. Die Maße befinden sich auf eurem Schnittmuster, das ist das zusätzliche Teil, denn wir beginnen mit der Smog-Technik. Breitet es jetzt so vor euch aus, dass es komplett glatt liegt. Und vorher könnt ihr es auch super gerne einmal abdampfen oder waschen, denn wenn er einläuft, dann sollte der Stoff es jetzt tun, bevor wir ihn verarbeiten. Und dann zeichnen wir uns jetzt auf das komplette Rechteck einmal unser Raster auf, das wir gleich brauchen, um zu nähen. Nehmt euch dazu bitte ein langes Lineal, wenn ihr habt, und auch einen Kreidestift. Am besten ist es, wenn ihr eine möglichst feine Linie damit zeichnen könnt, denn dann wird die Smog-Technik am genauesten. Und jetzt zeichnen wir über das komplette Rechteck ein Raster mit einem Abstand von jeweils 2 cm auf den Stoff. Also immer 2 cm parallel von Linie zu Linie und dann das Ganze nochmal 90 Grad versetzt. Macht das jetzt bitte auch möglichst ordentlich, denn das hilft euch enorm, wenn ihr gleich mit dem Sticken beginnt. Wenn ihr eine Seite komplett eingezeichnet habt, dann macht das Ganze noch im 90-Grad-Winkel ganz genauso. Der Abstand beträgt wieder 2 cm. Es entstehen jetzt also viele kleine Quadrate. Jetzt nehme ich noch eine zweite Farbe dazu, um das ein bisschen besser zu zeigen, denn wir werden jetzt schräge Linien in diese Quadrate zeichnen. Ich fange hier unten rechts bei meinem ersten Quadrat an und werde von oben links nach unten rechts in einem Quadrat eine Linie zeichnen und in dem daneben von unten links nach oben rechts. Ich mache immer so kleine Vs, die über 2 Quadrate gehen, und die versetze ich dann genau. Also wenn man jetzt hier schaut, habe ich immer oberhalb von einem V eine Reihe Platz und dann zeichne ich mein nächstes V in 2 nebeneinander liegende Quadrate. Seitlich ist es genau das gleiche. Dort, wo ein V ist, auf meiner rechten Seite, ist dann links davon Platz. 2 Quadrate sind da frei. Und so versetze ich die jetzt über den ganzen Stoff hinweg. Passt da bitte gut auf, dass ihr die genau in die richtigen Kästchen zeichnet, denn nur dann kann die Smog-Technik ganz regelmäßig aussehen. Macht das jetzt bitte auf diesem kompletten Rechteck und guckt auch, dass ihr die Markierungen nicht verwischt. So sollte das jetzt also aussehen, nochmal in der Nahaufnahme. Die Vs sind immer leicht versetzt und gehen über den ganzen Stoff gleich. Wenn alles markiert ist, dann sieht das so aus und wir können unseren Stoff einmal vor uns hinlegen. Meine Vs zeigen jetzt nach oben. Und ich nehme mir eine Nadel dazu und fädel sie ein mit so ungefähr einer Armlänge von meinem Nähgarn.
und dann wird gesmockt. Es ist ganz, ganz einfach. Wir haben hier ja immer diese 2 Schenkel, die wir hier bei mir in Gelb sehen. Wir stechen auf der einen Seite ein. Ich beginne jetzt rechts. Ihr braucht in euren Faden keinen Knoten machen, sondern einfach nur ein Stückchen hängen lassen. Dann gehen wir in die Spitze von dem umgedrehten V. Einfach den Faden locker lassen und danach noch in die letzte Spitze. In diesen Einstichstellen gehen wir immer nur so durch 1 Millimeter des Stoffs und schneiden dann hier unseren Faden ab. Dann nehmen wir beide Enden dieses Fadens und ziehen den Stoff einmal zusammen, der sich dazwischen befindet, und wir machen einen Knoten. Am besten mindestens einen Doppelknoten oder sogar Dreifachknoten, damit er auch wirklich gut hält, denn das ist ganz, ganz wichtig. Zieht also diesen Stoff komplett zusammen, sodass sich die Einstichstellen von der Nadelspitze, wo wir eben durch den Stoff gegangen sind, alle komplett zusammenschieben. So sieht das dann aus. Der Stoff smockt sich hier also schon zusammen. So wiederhole ich das dann auch bei all meinen anderen umgekehrten Vs. Ich steche jetzt also wieder in eine Seite von dem Schenkel ein, gehe da wirklich nur 1 Millimeter durch den Stoff, gehe dann durch die Spitze meines Vs, die jetzt oben liegt. Die kann sich auch hier ein bisschen unter dem zusammengesmockten Stoff verstecken. Lasse meinen Faden da noch locker, gehe in die letzte Spitze, schneide meinen Faden ab, nehme jetzt beide Enden von den Fäden, ziehe den Stoff dazwischen komplett zusammen und mache dann mehrere Knoten. Und so geht es jetzt die komplette Zeit weiter. Alle hier gelb markierten Vs möchten wir genau mit dieser Technik zusammenziehen. Wenn ihr ein paar Stiche gemacht habt, dann könnt ihr das Ganze auch mal umdrehen und es euch von der rechten Seite anschauen. Denn da macht sich so langsam hier das finale Muster erkennbar. So sollte das dann aussehen. Je mehr Stiche ihr gemacht habt, desto klarer erkennbar ist das Muster. Jetzt smockt bitte einmal diesen kompletten Stoff bei hier den gelben Markierungen zusammen. Unser Stoffstück ist dann ganz schön doll geschrumpft. So sieht meins jetzt aus von der linken Seite. Das sind ganz viele kleine Dreiecke, wie es aussieht. Und um die noch gleichzeitig zu machen, könnt ihr mal schauen, dass hier immer so mit der Fingerspitze oder einem Stiftdeckel hineingeht und die von der Rückseite, also von der linken Seite, wirklich schon gleichmäßig aussehen. Dann könnt ihr das Ganze einmal umdrehen und tada! So sieht das fertig gesmockte Rechteck jetzt von der rechten Seite aus. Und wir können uns als nächstes die Schablone für unser Vorderteil dazu nehmen. Beachtet diesen überstehenden Stoff bei mir einfach nicht, euer Teil sollte komplett gesmockt sein. Ich drehe mir jetzt mein Rechteck so um, dass wenn ich auf mein Muster von der rechten Seite schaue, diese auch hier Dreiecke oben die breitere Seite haben und nach unten spitz zulaufen. Denn so ist es dann am schmeichelhaftesten, wenn wir das Teil dann tragen. Und dann platziere ich mir einmal meine Vorderteilschablone auf dem Stoff und werde mir dann mit einem Kreidestift die äußere Kante meines Schnittmusters auf dem Stoff markieren. Dafür stecke ich mir das Schnittmuster einmal auf meinem Stoff fest, und zwar nur die erste Hälfte. Das Ganze wird dann noch einmal umgefaltet, sodass wir ein Schnittteil für das gesamte Vorderteil herausbekommen. Macht die Markierungen dann wirklich ordentlich, sodass ihr jede Stelle von dem Stoff erwischt, denn da möchten wir gleich lang schneiden und vorher noch lang nähen, und die Markierung hilft uns da total. Wenn wir die eine Hälfte markiert haben, an allen Seiten, am Saum, an der Seitennaht, im Armloch, der Schulter und dem Halsloch, dann drehen wir uns das Ganze einmal um und legen es genau dort an, wo wir bis zur vorderen Mitte gekommen sind, und markieren uns dann noch die andere Hälfte, nachdem wir das Schnittteil festgesteckt haben.
wenn wir das Schnittteil dann einmal komplett markiert haben, ihr seht das bei mir hier an der gelben Linie auf dem grauen Stoff, dann werden wir einmal dieses komplette Schnittteil, das wir markiert haben, abnähen. Und zwar füßchenbreit von dieser Markierung entfernt im Inneren des Schnittteils. Bei den Rändern könnt ihr dann schauen, dass ihr die gleichmäßig behandelt. Also zum Beispiel darauf achtet, dass die schön gleichmäßig gelegt werden. Ihr könnt euch dazu auch noch ein paar Stecknadeln stecken, wenn ihr möchtet, damit auch die Ränder möglichst ordentlich liegen. Ich habe jetzt meine Nähmaschine eingefädelt im Ober- und Unterfaden, habe einen Geradstich eingestellt mit einer Stichlänge von 2,5 und nähe jetzt also in dem Inneren meiner Markierung füßchenbreit mein Schnittteil einmal ringsherum ab. Am Anfang und am Ende verriegel ich auch. Ihr müsst euch auch über das Gesmockte gar keine großen Gedanken machen. Näht da einfach drüber. Wenn ihr euch das vorher ein bisschen hinlegt, immer hier mit den Fingern, bevor ihr drüber näht, dann wird das auch sehr gleichmäßig und das verschwindet dann ja sowieso noch in der Nahtzugabe, die äußere Stelle. So, wenn ihr dann einmal am Ende angekommen seid und jetzt quasi die Form eures Vorderteils auf das Gesmockte gesteppt habt, dann kann es weitergehen. Ich werde jetzt mein Schnittteil genau auf der gelben Linie, die ich gezeichnet habe, die ja genau am Rande meines Papierschnittteils war, mein Teil jetzt einmal ausschneiden. Keine Sorge, wenn ihr im Inneren dieses Schnittteils genäht habt, dann bleibt euer Gesmocktes komplett erhalten, wie man hier bei mir sieht. Also, keine Sorge, schneidet da einfach durch und kontrolliert nochmal, ob ihr auch wirklich im Inneren eures Schnittteils genäht habt und auch alles getroffen habt, denn das ist natürlich ganz wichtig. Den Rest können wir dann einfach entsorgen. So sieht euer fertig vorbereitetes Vorderteil dann also aus. Schneidet dann bitte noch alle restlichen Schnittteile so oft zu, wie es auf den Schnittteilen zu sehen ist und legt sie auf, wie es bei dem Schnittbild zu sehen ist. Alle Nahtzugaben sind bereits enthalten. Ansonsten einfach nur darauf achten, dass alle Teile schön im Fadenlauf liegen. Dann legen wir jetzt unser Vorderteil mit der rechten Seite nach oben vor uns hin und nehmen uns unsere Rückteile dazu. Wir werden jetzt diese Seitennaht schließen und das Rückteil rechts auf das Vorderteil legen und diese Strecke erst zusammenstecken und dann gleich mit einer geraden Naht schließen. Die Seite, bei der es keinen Knips gibt bei dem Rückteil, ist die Seite, die an das Vorderteil gesteckt wird. Die mit dem Knips ist dann die, die zur hinteren Mitte zeigt. Hier nähen wir jetzt drüber und machen das noch genauso bei unseren kleinen Schulterteilen auch. Die sind ja auch einfach aus dem ungesmockten Stoff und auch die legen wir rechts auf die Schulter, stecken sie fest und nähen sie dann gleich an. So sieht das Ganze aus, wie wir es dann genäht haben. Wir nähen jetzt also 2 Schulter- und 2 Seitennähte dafür. Wir nähen jetzt mit einer Nahtzugabe von 1 cm, nähen auch hier wieder über die gesmockte Lage und die ungesmockte Lage, verriegeln am Anfang und am Ende der Naht und dann ist die Schulter auch schon geschlossen. Genauso gehen wir bei der Seitennaht vor. Dann können wir einmal bügeln über die gerade gefertigte Naht und das machen wir auch hier von der rechten Seite. Die Nahtzugaben können hier auch zum Rückteil zeigen. Genauso bei der Schulter, da zeigen die Nahtzugaben zur Schulter. Jetzt fertigen wir einmal unsere Bänder, die wir für den Rücken brauchen und auch für die Schleife zum Zumachen des Tops. Wir falten jetzt jeweils 1 cm von oben und unten zur Mitte und das Ganze dann einmal noch in der Hälfte, sodass gar keine offene Kante mehr außen ist. Und dann bügeln wir da drüber. Also immer 1 cm oben, 1 cm unten einklappen, das Ganze nochmal in der Hälfte falten und drüber bügeln. Dann können wir uns den ganzen Streifen auch noch einmal zusammenstecken. Und jeweils bei einem Ende unserer Bänder müssen wir dann auch noch die kurze Seite um 1 cm einklappen, bevor wir dann oben und unten den Zentimeter wiederum einfalten und es dann wieder in die Hälfte nehmen, denn dann ist hier der Abschluss auch schön und auch dort an der kurzen Seite gibt es keine offene Kante.
Dann wollen wir die Bänder einmal knappkantig absteppen. Das heißt, wir beginnen hier zum Beispiel bei der Kante, wo wir die Seite auch eingeschlagen haben, nicht die offene. Nähen dort 1 mm von der Kante entfernt die kurze Strecke ab bis zur Ecke, lassen dann unsere Nadel da einmal stecken, heben den Nähfuß, drehen dann unser Band in die Richtung der langen Strecke und nähen dann auch hier einmal knappkantig ganz bis zum Ende des Bandes. Und da können wir auch entlang der langen Strecke aufhören, denn wir brauchten ja nur eine umgefaltete kurze Kante. Dann legen wir unser Vorderteil mit den Rückteilen und den Schulterteilen mit der rechten Seite vor uns hin und legen rechts auf rechts unser zusammengeschnittenes Teil, was das Futter, also von innen dagegen genäht wird, darauf. Und wir stecken jetzt als erstes die Armlochstrecke von beiden Lagen aufeinander. Aber bevor wir diese Strecke jetzt schließen, müssen wir noch unser Band, das wir gerade gefertigt haben, dort in die Naht einpflegen und feststecken. Und zwar habt ihr hier einen Knips und genau neben diesem Knips Richtung Armloch, dort wollt ihr die offene Kante von dem Band, das wir gerade gefertigt haben, noch einnähen. Und dafür gehe ich hier von der Saumseite zwischen meine zwei Lagen, die wir aufeinander gesteckt haben, so dass die offene Kante genau noch an die Kanten stößt, die auch von dem Armloch dort liegen. Also neben dem Knips das Band einmal hinlegen, zwischen die Lagen und feststecken. Das nehmen wir da gleich bei beiden Seiten dann mit ein. Die Lagen also aufklappt, dann sollte das so aussehen mit dem Band. Dann nähen wir jetzt diese runde Strecke im Armloch und auch auf der anderen Seite. Mit 1 cm Nahtzugabe. Wir verriegeln am Anfang und am Ende. Als nächstes können wir dann die Nahtzugabe einmal kurz schneiden und auch einschneiden, besonders an der Rundung. Das ist wichtig, denn dann können wir das Teil gleich drehen und es legt sich viel schöner. Ihr seht also, ich schneide die Nahtzugabe jetzt so ungefähr bis auf die Hälfte zurück. Und dann schneide ich hier bei der Rundung kleine Schnitte ein, bis kurz vor die Naht. Da ist jetzt wirklich nur noch 1 mm Abstand ungefähr, aber schneidet auf keinen Fall bis in die Naht. Immer nur kurz davor und das Ganze dann auch immer so jeden halben Zentimeter. Das ist ganz wichtig. So, und wenn ihr das gemacht habt auf beiden Seiten, dann könnt ihr das Teil einmal komplett umdrehen an den Armlöchern. Und jetzt steppen wir einmal unsere Nahtzugabe in Richtung des inneren Oberteils fest. Das heißt, wir legen sie jetzt hier in Richtung des kompletten geschlossenen einen Teils und steppen dann knapp neben der Naht, die wir hier von der rechten Seite sehen, nur so 1 mm daneben auf dem Teil einmal die komplette Strecke der beiden Armlöcher ab und achten auch darauf, dass das Band, das wir da eingenäht haben, zu der gesmockten Seite zeigen. Also das nehmen wir jetzt nicht hier mit dieser Naht fest. Dreht euch das immer gut rum, guckt, dass ihr keine Falte einnäht, legt es euch immer ein Stückchen weiter und macht eine möglichst schöne Rundung knapp neben dieser Naht. Genauso machen wir das auf der anderen Seite auch. Als nächstes folgt dann gleich die Paspel, aber um uns das Ganze einfacher zu machen, können wir jetzt einmal den Halsausschnitt und auch den Saum von beiden Lagen aufeinander stecken. Dann ist es gleich etwas leichter zu nähen. Hier nehmen wir dann jetzt einmal lang und zwar genau füßchenbreit von unserer Kante entfernt. Vor allem beim Saum habe ich da beim Stecken auch nochmal drauf geachtet, dass hier bei meinem gesmockten Bereich die Falten alle recht gleichmäßig liegen und auch schon fixiert sind mit der Stecknadel, denn dann kann ich die nicht gleich noch in irgendeine andere Richtung nähen, in die sie nicht gehören. Also steckt euch das gut fest, so wie es am schönsten aussieht, wie ihr das empfindet und näht anschließend darüber.
Diese Naht ist jetzt nur füßchenbreit von der Kante entfernt, denn wir wollen gleich noch die Paspel darüber nähen und die braucht den Abstand von 1 cm und daher ist es jetzt wichtig, dass diese Naht in einem kleineren Abstand zur Kante ist, damit die dann gleich in der Paspel verschwindet. Dann beginnen wir mit dem Halsloch und ihr nehmt euch euren Schrägstreifen dazu. Meine hat hier eine kleine Naht. Ihr habt das aber, wenn ihr es genau wie im Schnittbild zugeschnitten habt, alles in einem Streifen. Also ignoriert diese Naht gerne und legt dann eine Kante hier direkt an die offene Kante eures Oberteils, sodass der Streifen auf jeden Fall ganz am Anfang hier die Schulter noch bedeckt. Also der sollte auf jeden Fall lang genug sein und dann steckt ihr ihn einfach locker, ohne ihn jetzt besonders zu ziehen oder sehr ausgeleiert daran zu stecken. Schön Kante an Kante. Einmal, bis das ganze Halsloch damit bedeckt ist. Rechts auf rechts. Und dann nähen wir genau hier einmal als nächstes rum in einem Abstand von 1 cm. Wenn euer Streifen auch etwas darüber hinausragt, dann schneidet ihn jetzt in einer Verlängerungslinie mit der Schulter, die ihr da angenäht habt, ab. Genau so. Und auf der anderen Seite auch noch. Dann können wir das Oberteil einmal umdrehen auf die linke Seite. Wir legen jetzt die Nahtzugaben, die man da sieht, in Richtung der Paspel, klappen die Paspel immer um 1 cm ein und falten sie dann noch einmal. Die umgeschlagene Kante, die sollte jetzt die Naht, die wir eben genäht haben, genau verdecken. Ich zeige es hier nochmal. Ich schlage sie ein, klappe sie dann um und lege diese neu umgeschlagene Kante genau über die Naht. Und dort stecke ich mir die Paspel dann fest. Ich benutze hier Quernadeln, denn die lasse ich gleich beim Nähen stecken. Ich nähe von der rechten Seite, aber wenn ihr möchtet, dann könnt ihr super gerne auch diese Paspel heften mit einer Heftnaht und Heftgarn. Dann könnt ihr die Nadeln entfernen, die geheftete Strecke einfach lassen, darüber nähen und die Heftnaht dann wieder aufmachen. Das ist noch etwas einfacher vielleicht, wenn ihr möchtet, wenn ihr euch dann sicherer fühlt, könnt ihr das auch sehr gerne machen. Mit so ein paar Quernadeln geht es aber auch gut. Hier nähen wir jetzt lang, und zwar von der rechten Seite, genau knapp auf dieser Paspel. So, die Naht, die ich jetzt nähe, ist wirklich ganz knapp neben der Naht, die ich hier noch sehe, oder wie man sagt, dem Schatten der Naht. Ich steppe jetzt also auf der Paspel, aber nur ungefähr 1 mm neben dem Schatten der Naht. Macht das sehr ordentlich und schön entlang der Rundung, so gut ihr könnt, bis zum Ende der Paspel. Und dann ist diese beendet. Mit dieser Naht, die ihr jetzt gerade näht, näht ihr nämlich die untere Lage, die wir gerade gesteckt haben von der Paspel, komplett fest. Also kontrolliert bitte im Nachgang nach dieser Naht, ob ihr die auch überall getroffen habt. Das ist besonders einfach, eben wie gesagt mit einer Heftnaht. Ansonsten macht es nochmal ein Stück auf und guckt, dass ihr wirklich überall die Paspel auch von innen, von der linken Seite getroffen habt. Paspelt den Saum jetzt ganz genauso ein, wie ihr es hier gerade mit dem Halsloch gemacht habt. Es ist noch leichter, weil es nicht mal eine Rundung gibt. So sieht das Ganze dann jetzt aus, wenn ihr das gemacht habt. Und wir machen jetzt noch die letzten Schritte. Und zwar hier bei der äußersten Kante im Rückteil werden wir 1 cm einschlagen und dann die restliche Nahtzugabe bis zu dem Knips, der da saß, also bis dort, wo das Band anfängt, und uns dann diese Kante einmal feststecken, also 1 cm umschlagen und dann den Rest bis dorthin. Den steppen wir dann gleich knappkantig ab, sodass ein Tunnel entsteht, denn auch dort wird gleich ein Band durchgezogen. Genauso funktioniert das auch nochmal bei der Schulter, wie wir es hier gemacht haben. Auch dort falten wir als erstes 1 cm um und dann den Rest bis zu dem Knips. Das könnt ihr euch gerne nochmal ausmessen. So, auch hier entsteht ein Tunnel, denn hier werden wir auch knappkantig an dieser umgeschlagenen Kante nähen. Hier entlang, das bei beiden Schultern und bei beiden Rückteilen.
Das ist jetzt nochmal gut. Ich lege das jetzt so an, dass ich hier links auf der Seite von der Nahtzugabe, die da ja auch noch einmal nach innen umgeschlagen ist, nähe. Ich verriegel am Anfang, nähe dann hier einmal möglichst gerade rüber bis am Ende. Und ihr seht schon, dass da so ein richtiges Stückchen frei bleibt, durch das man dann eben ein Band ziehen kann. Das machen wir gleich. Näht jetzt einmal so alle Tunnel. Nehmt euch dann jetzt eine Sicherheitsnadel dazu, denn das lange Band, das wir hier eingenäht haben, werden wir jetzt auf einer speziellen Art und Weise durch diese verschiedenen Tunnel ziehen. Dafür stecke ich mir einmal das Ende von dem Band, das ist ja das, was wir vorher geschlossen haben mit der Naht, in meine Sicherheitsnadel und ziehe es als erstes auf der Seite, in der ich es auch eingenäht habe, vom Armloch aus durch den Tunnel an meiner Schulter. Dann geht es weiter und ich drehe mir mein Oberteil einmal um. Klappe dann meine beiden Rückteile einmal zur hinteren Mitte, denn das Band, das ich jetzt noch auf meiner Sicherheitsnadel habe, werde ich jetzt hier durch den Tunnel auf der anderen Seite ziehen. Schaut auch hier schon einmal, dass das Band jetzt nicht total verdreht ist. Das könnt ihr auch danach natürlich noch beheben, auch beim Tragen noch. Aber jetzt ist es ja auch nicht verkehrt, wenn wir darauf schon mal achten. Und zieht es einmal hier durch den Tunnel bis nach unten durch. So, damit wäre die eine Seite fertig, die andere geht genauso, nur spiegelverkehrt. Ich zeige sie euch nochmal. Ihr nehmt jetzt das Band von der anderen Seite, legt es als erstes durch den Tunnel auf der gleichen Seite in der Schulter, geht dann diagonal zu eurem Rückteil und dann von oben nach unten durch den Tunnel. Dann näht doch gerne noch euer Stoffetikett ein und es war der letzte Schliff. Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, was euch am meisten Spaß gemacht hat und abonniert auf jeden Fall unseren Kanal fürs nächste Mal. Ja, das war's auch schon. Ein paar Stunden später sind es bestimmt jetzt. Aber ich hoffe, ihr seid bis zum Schluss motiviert geblieben, weil ihr einfach gesehen habt, was für ein tolles Ziel ihr vor Augen habt. Ich bin gespannt, welches Teil ihr euch als nächstes aussucht. Dazu passt, finde ich, sehr gut eine Dina Jeans. Ist einfach sehr cool, dieses leicht schicke Top mit so einer coolen, lässigen Jeans. Von mir sehr zu empfehlen. Und teilt auch total gerne eure Resultate unter dem Hashtag Juliana Matthäus und me. Und dann würde ich mich so aufs nächste Nähen mit euch freuen. Und ja, bis dahin fühlt euch gedrückt und bis bald.